Hallo und willkommen zu dem Video. Hier habe ich ein Canon Multifunktionsgerät, ein Canon Pixma MG, der beim Einschalten verschiedene Fehlermeldungen anzeigt, unter anderem, wie man hier sieht, die 6C10 oder ab und zu auch mal die 6000, also die 6000 oder die 6A80 oder die 6A81. Und da möchte ich jetzt mal versuchen und zeigen, ob man das beheben kann, ob sich das lohnt und was man da machen muss. Direkt nach dem Einschalten des Multifunktionsgeräts bekommt man hier im Display die Fehlermeldung 6A81 angezeigt und die beiden Lichter blinken hier abwechselnd, einmal das blaue und einmal hier dieses gelbe. Je nachdem, was man für ein Gerät hat, kann es auch sein, dass diese Fehlermeldung auf dem Bildschirm des PCs angezeigt wird. Wenn man das Gerät einschaltet, bewegt sich der Kopf ein bisschen, aber nicht so richtig nach rechts oder auch gar nicht nach links, sondern nur ein bisschen hin und her und bleibt in der Mitte stehen. Und hier muss man auch schon nach der Lösung des Problems suchen. Hier unten unter dieser Abdeckung, da hat sich entweder was verhakt oder irgendwas anderes blockiert da oder es ist ein Fremdkörper im Gerät. Hier bei dem Gerät wird jetzt die Meldung 6A81 angezeigt. Es gibt aber auch andere Geräte, die haben das gleiche Problem. Da wird eine 6A80 angezeigt. Also beide Fehlermeldungen deuten auf das gleiche Problem hin. Wenn man jetzt hier in den Drucker reinschaut, hier ist diese Reinigungs- und Parkeinheit rechts im Drucker unter dieser kleinen Klappe, die man nicht wegmachen kann. Dann findet man hier eine kleine Feder, die ist rausgesprungen und hier gibt es da dazu auch noch ein weißes Gegenstück. Das steht meistens hoch. Das muss wieder eingebaut und arretiert werden, wenn möglich. Wahrscheinlich gab es hier mal einen Papierstau oder ähnliches oder irgendeine andere Gewalteinwirkung, sodass der Kopf irgendwie gewaltsam bewegt wurde und diese Feder hier gelöst hat. Jetzt habe ich die Feder wieder eingebaut und dieses weiße Plastikteil runtergedrückt, dass der Kopf sich wieder bewegen kann. Jetzt gibt es aber dafür die Fehlermeldung 6000, mal was anderes, und die beiden Lichter blinken immer noch abwechselnd. Hier hinten befindet sich im Drucker drin so eine kleine Einheit mit so zwei Schwämmchen. Die steht manchmal hoch, die kann man mit dem Schraubenzieher vorsichtig runterdrücken, bis die einrastet. Und dann bewegt die sich hier unten auch. Die Fehlermeldung 6000 besagt, dass im Drucker was blockiert. Was genau kann der Drucker nicht sagen, kann man auch von Canon im Handbuch oder im Internet nicht erfahren. Weiß Canon wahrscheinlich auch nicht, wahrscheinlich nur eine generische Fehlermeldung. Ich habe jetzt mal diesen Schwamm nach unten gedrückt, der unten gegen die Patronen drückt in der Parkposition und bekomme jetzt eine neue Meldung, die 6C10 als Fehler. Auch die besagt wieder, dass irgendwas irgendwie blockiert. Was hier jetzt blockiert, ist gleich der ganze Kopf. Den kann man so nicht mehr bewegen. Irgendwo scheint er sich hinten verhakt zu haben. Unter dieser Abdeckung, da ist auch noch dummerweise Plastik davor, damit man da gar nicht mehr dran kann. Und da bewegt sich jetzt erstmal gar nichts mehr. Jetzt darf man auf keinen Fall den Druckkopf versuchen mit Gewalt zu bewegen, mit einem Schraubenzieher irgendwie aufzuhebeln oder so. Da macht man definitiv mehr kaputt. Die einfachste Lösung hier ist, indem man den Netzstecker rauszieht und den Stecker wieder reinsteckt und den Drucker wieder einschaltet. Bei dieser Fehlermeldung. Dann bewegt der Kopf sich ein bisschen und fährt wieder in die Mitte. Dann kann man den Stecker rausziehen, und zwar jetzt. Der Kopf bleibt dann stehen und jetzt kann man hinten weitere Wartung vornehmen. Jetzt habe ich hier hinten aus dem Drucker mal diese schwarze Kunststoffabdeckung herausgeschnitten. Die war hier so befestigt. Man kann natürlich auch generell das ganze Obergehäuse abnehmen. Das dauert aber natürlich ewig und kann sein, dass der Drucker sich so auch nicht testen lässt ohne diese Abdeckung. Das heißt, wenn man das hier einfach entfernt mit einem Messer, kommt man jetzt an diese ganzen mechanischen Komponenten dran und sieht direkt hier hinten, dieses kleine weiße Plastikstückchen ist komplett lose und ist irgendwo rausgesprungen. Das liegt einfach nur noch hier drin und das gilt jetzt erstmal zu befestigen wieder. Das ist das jetzt hier. Das ist irgendwo rausgesprungen aus irgendeiner Führung und blockiert natürlich dann den Druckerschlitten, den Schlitten mit den Tintenpatronen im Kopf drauf. Wenn man sich jetzt hier die Mechanik um den Druckkopf herum nochmal genauer anschaut, stellt man fest, dass noch mehr Plastikteile fehlen, abgebrochen sind oder lose sind. Hier zum Beispiel dieses Stückchen, das rastet hier hinten ein.
da fehlt die Plastiklippe, die ist abgebrochen, die ist irgendwo da unten reingefallen. Wenn man diesen Schlitten hier bewegt, dann springt normalerweise hier dieser Auffangbehälter ein Stück hoch, tut er auch nicht mehr. Also irgendwo fehlt ein Hebel hier unten. Dieses recht große Stück will auch nicht mehr so richtig reinpassen. Das heißt, da wurde mal irgendwie ziemlich viel Gewalt angewendet. Der Druckkopf wurde wahrscheinlich mal mit der Hand gezogen oder es hat sich Papier eingequetscht. Also das ist in dem Fall auch nicht mehr richtig reparabel. Hier drüben im Bereich des Druckkopfs, die Mechanik, die ist also nachhaltig zerstört. Da fehlen wahrscheinlich irgendwelche Getriebe, irgendwelche Hebel sind da abgebrochen und liegen dann auch im Drucker drin. Verschiedene Sensoren melden verschiedene Fehlermeldungen. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass da ein ernster Schaden vorliegt, dass verschiedene Teile kaputt sind. Da lohnt sich eine Reparatur praktisch jetzt nicht mehr. Fazit ist also, wenn man ein Gerät hat mit einer konstanten Fehlermeldung, dann hat man eine gute Chance, da eventuell noch was dran zu reparieren. Das, was rausgesprungen ist, dass man mit einem Schraubenzieher wieder reindrücken kann. Dass irgendwas blockiert, weil da irgendein Fremdkörper, Büroklammer oder sowas drin liegt. Aber wenn einmal ein massiver Schaden durch Gewaltanwirkung entstanden ist und verschiedene Fehlermeldungen kommen, dann ist eigentlich dieses komplette Plastikgetriebe, diese Mechanik zerstört und eigentlich auch nicht mehr sinnvoll reparierbar.